Im heutigen Video geht es um dein wahres Selbst, um dein Ich Bin. Und drei Fragen, lass uns dazu betrachten. Wie glücklich ist dein Seelenherz? Was braucht dein wahres Ich Bin? Und wie kannst du das erreichen? Vielleicht fragst du dich, was meint sie denn mit Seelenherz? Dass ich damit nicht unser permanent pochendes Herz in unserem Körper meine, sondern viel, viel mehr, hast du dir sicher schon gedacht. Wir sind Schwingungswesen und wie in vielen meiner Videos auch schon erwähnt, sind wir über unseren Herzraum, der permanent schwingt, in einer sehr, sehr hohen Schwingung, und zwar viel höher, wie Wissenschaftler nachweisen konnten, als unser Gehirn, mit dem All-Einen, mit dem Kosmos, mit dem Universum, mit dem höheren Selbst, mit unserem Seelenselbst verbunden. Und insofern lautet die Frage, wie glücklich ist dein Seelenherz? Und deine Intuition hat darauf spontan eine glasklare Antwort. Überlege nicht, spür einfach kurz in dich hinein. Hüpft es vor Freude, würdest du ihm auf einer Skala von 0 bis 10 glatt eine 9 oder 10 geben? Dann wärst du die Ausnahme. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. Wir haben alle solche Glücksmomente, wo uns das Herz aufgeht, wo wir uns verbunden fühlen mit allem und jedem. Und wir haben vielfach auch diese anderen Momente. Frag deine Intuition, frag dein Seelenherz. Schließ dazu einfach deine Augen. Du kannst deine Hände ja auch in die Nähe deines Herzraumes bringen und das Pulsieren spüren. Wie glücklich bist du, Seelenherz? Und vertraue auf die Antwort, die ganz leise als allererstes gleich kommt. Und ich sage dir, Antworten, die unter 5 sind, bedürfen der dringenden Beachtung. Alles, was 5 oder höher ist, lässt zu Optimismus sehr viel Raum. Was braucht dein Seelenselbst, dein wahres Ich Bin? Und das geht weit hinaus über das, was du als Person ausmachst, als Mensch ausmachst, um glücklich zu sein. Sicher, zu Beginn deines spirituellen Weges hast du auch Affirmationen oder Affirmationen vor dich hingebetet und gehofft, dass sie sich erfüllen mögen. Ich bin reich, ich bin glücklich, ich bin gesund, whatever. Das war alles schön und gut, nur es war erst der Anfang und hat uns ganz oft aufgezeigt, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund ganz oft nicht funktioniert hat. Woran liegt das? Oft habe ich das mit dem Bild der Salzkristalllampe verglichen. In der Mitte die leuchtende Lampe, unsere Seele, das Seelenherz, unser wahres Ich Bin. Und drumherum der Salzkristall voller dicker und weniger dicker Stellen mit all unseren Glaubensmustern, Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, meist übernommen von Eltern und Erziehern, verdeckt dieses wahre Seelenselbst. Jetzt geht es darum, und die Zeit ist reif dafür, und die kosmischen Energien unterstützen uns dabei, dieses Seelenherz, dieses wahre Ich Bin zum Leuchten zu bringen. Du hast mit Sicherheit schon viele Momente erlebt, wo dir glatt das Herz aufging, wo du Zeit und Raum und alles vergessen hast. Sei es, weil du in deinem Garten gewerkelt hast mit Hingabe und Liebe. Sei es, dass du irgendein Kunstwerk erschaffen hast, welcher Art auch immer. Oder sei es, dass du draußen in der Natur einen hohen Berg bestiegen hast, unter dem Himmel in seiner Weite und Größe gestanden hast, in Demut und Andacht und einfach nur eins dich mit dem Ganzen gefühlt hast. Und jetzt geht es darum, all das, was an Masken da ist, was an diesen dicken Stellen im Salzkristall da ist, aufzubrechen, loszuwerden. Also mach mal
einen Seelenstriptease, damit dein wahres Seelenherz in seiner vollen Leuchtkraft zum Ausdruck kommen kann. Gehe in deinen Selbstausdruck. Lass uns zur dritten Frage kommen. Wie kannst du erreichen, dass dein Seelenherz öfter glücklich ist und du demzufolge viel besser und harmonischer deinem Seelenweg folgst? Ach übrigens, ich würde mich sehr freuen, wenn du Inspirationen aus diesem Video mitnehmen kannst über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast. Jede Seele hat ihren eigenen Plan, bevor sie inkarniert. Wobei in meiner Welt, und da prüfe bitte, inwieweit das sich für dich stimmig anfühlt, nicht die gesamte Seele inkarniert, sondern nur ein Fragment. So zumindest hat es mir die geistige Welt vor einiger Zeit erläutert. Also, sonst könnte es ja kein großes, hohes Seelenselbst geben, wenn es komplett in die menschliche Hülle hineingleiten würde. Wie geht das nun? Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass Meditieren, das heißt zur Ruhe kommen, dieses Gedankenkarussell, was vordergründig bei den meisten von uns permanent am Wirbeln ist, wir beruhigen. Wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos. Es ist eine geführte Meditation, die zeitgleich eine Anleitung dafür ist, wie es für dich auch künftig funktionieren kann. Für all diejenigen, die noch nicht so viel mit Meditieren am Hut hatten. Du schaffst es in Meditation, Kontakt aufzunehmen mit deinem höheren Selbst, mit der geistigen Welt, mit dem Universum, mit dem All-Einen, der Quelle, Gott, wie auch immer du es nennen magst. Es ist gleich. Und du erhältst auf diese Weise Botschaften. Achte dann vor allen Dingen darauf, welche Botschaften kommen als allererstes, bevor der da oben wieder ganz schnell anfängt, dir das alles zu zerpflücken. Und dich erreichen die Botschaften immer auf dem Kanal, der bei dir, so zumindest ist meine Erfahrung, die Erfahrung vieler anderer auch, die meditieren, am besten entwickelt ist. Das kann sein, du bekommst innere Bilder, du hörst regelrecht Worte, du weißt einfach etwas oder du spürst etwas. Achte darauf, was macht es mit deinem Körper? Und du kannst auf jeden Fall am Ende, wenn du die Botschaften erhalten hast, den Wahrheitsgehalt für dich auch checken, um dich auf der sicheren Seite zu fühlen. Indem du dir einfach immer sagst, das und das, was ich eben gehört habe, wie nahe ist das an meinem Seelenplan dran? Und dann lausche auf einer Skala von 0 bis 10. 10 ist, passt absolut, 0 ist, nee, vergiss es. Wo pendelt sich das ein? Auch hier ist die Stimme der Intuition ganz leise und kommt zuerst. Das ist ein ziemlich gut verlässliches Zeichen, nach meiner Erfahrung zumindest. Ich hoffe, das Video hat dir Anregungen gegeben, um dein Seelenherz künftig noch häufiger glücklich zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen, eine gute Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Video oder Podcast.